Hallo meine Lieben, willkommen heute zum neuen Video. Heute geht es um Wetset, wie man ein Wetset in die Haare dreht. Es ist heute ein bisschen ein anderer Anfang, ich weiß. Die Anfangs-Videodatei hat nämlich sich dazu entschlossen, nicht zu funktionieren. Also sage ich euch so auf diesem Weg, hallo. Was wir brauchen ist einmal hier eine Schüssel, Wasser, Tasse, irgendwie sowas, Wassertasse, also irgendwas mit Wasser drin und eben Lockenwickler. Ich habe eben diese Lockenwickler Kissen. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das Fabrikat ist, aber ich werde es euch unten in die Infobox reinschreiben und wenn ich sie im Internet noch finde, auch einen Link dazu. So, wie fängt man an mit dem Wetset? Also wir haben hier das Wasser. Das spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil es ist ja ein Wetset, also Nasswasser, ne? Das ist ja irgendwie logisch. Erstmal teile ich die Haare ab. Ich fange immer oben mit dem mittleren Part auf meinem Kopf an und teile mir dann Strähnen ab. Das muss man für sich selber immer ein bisschen rausfinden, wie groß diese Strähnen sind. Wenn ich zu kleine Strähnen nehme, dann habe ich danach wirklich ein Afro und dann kann ich da 2 Stunden hinkämmen. Ich habe wirklich mal 45 Minuten dann versucht, diese Locken auszukämmen und es hat nicht funktioniert. Also ich nehme relativ große abgeteilte Strähnen, die macht man dann nass und da bitte nicht jetzt so richtig nass machen, sondern es geht vor allem um die Spitzen. Das Haar sollte einfach gut angefeuchtet sein, das war es aber auch schon. Die Spitzen sind eigentlich am wichtigen, damit sich die gut rumdrehen lassen um diesen Lockenwickler. Wenn ihr jetzt so richtige Lockenwickler habt, dann ist es ein bisschen einfacher als mit den weichen Kissen, aber das geht auch sehr gut und das Endresultat sieht auch schön aus. Wichtig ist, dass die Spitzen nicht verknickt sind, nicht abknicken, weil sonst macht ihr eure Spitzen kaputt und ihr habt am Ende dann komische Ecken in euren Haaren. Das sieht natürlich dann auch irgendwie doof aus. Schaut bitte, dass die abgeteilten Strähnen auch ungefähr gleich dick sind, damit das Ganze dann nicht irgendwie komisch einmal eine ganz dünne und dementsprechend auch sehr stark gelockte Strähne ist und die nächste ist wahnsinnig groß und dementsprechend nicht so arg gelockt. Da ein bisschen drauf achten, aber das kriegt man ganz gut hin. Was man noch sagen sollte, wenn ihr unmittelbar nach dem Duschen sagt, ihr wollt euer Wetset reinmachen, das könnt ihr gerne machen, aber föhnt die Haare davor zumindest an, damit sie nur noch feucht sind. Macht es nicht mit komplett nassen Haaren, weil sonst sind die am nächsten Tag nach dem Schlafen einfach ganz bestimmt noch nicht trocken und das ist natürlich eher schade, wenn ihr dann die ganzen Lockenwickler, was ja doch eine große Arbeit ist, das alles reinzudrehen, wieder rausnehmt und dann ist eure Frisur nicht so, wie sie sein soll, weil eure Haare noch nass sind. Das wäre äußerst ärgerlich. So, ihr seht schon, es ist durchaus eine bisschen langwierige Geschichte, wenn man es ordentlich machen will, aber es funktioniert. Es trainiert auf jeden Fall die Armmuskulatur. So. Was man auch noch sagen sollte, ihr könnt davor, ich habe relativ viele und dicke Haare und das trotz Ausdünnen beim Friseur. Wenn ihr relativ wenig Haare habt, wenig Volumen, dünne Haare, wie auch immer, könnt ihr auch noch ein Schaumfestiger oder sowas benutzen. Es gibt auch Setting Sprays und Meersalzsprays und solche Geschichten. Das könnt ihr natürlich alles sehr gerne benutzen, damit eure Haare auch wirklich schön Halt haben und auch toll aussehen. Aber es ist grundsätzlich jetzt kein Muss. Aber mehr Volumen ist natürlich immer ganz gut, wenn man solche Frisuren macht. Deswegen, wenn ihr wirklich so ganz platte Haare habt, dann ist so ein bisschen Schaumfestiger oder sogar keine so schlechte Idee. Allerdings nicht zu viel, weil sonst werden eure Haare so crunchy, wenn sie dann noch nass gemacht werden.
Hier an der Strähne sieht man es auch ganz schön. Ich habe ja so kleine abgestufte Haare vorne. Da auch immer gut aufpassen, dass die auch schön mit drin sind. Und da hat man jetzt hier gerade gesehen, ich habe nicht relativ weit unten angefangen, sondern relativ mittig. Das ist grundsätzlich, finde ich, ein bisschen einfacher, die Haare insgesamt einzudrehen, wenn man ein bisschen mittiger anfängt und dann die Spitzen einmal rundherum dreht und dann weiter eindreht. Also ich finde es persönlich einfacher, als ganz oben irgendwo anzufangen. Vor allem je länger die Haare, desto schwieriger ist es. Wenn man eben so abgestufte Haare hat, ist es sinnvoll, da anzufangen, wo diese abgestuften Haare aufhören. Also ungefähr, je nachdem, wie lang diese abgestuften Haare halt sind. Damit die einfach auch da schön mit drin sind und auch nicht die ganze Zeit rausfallen. Das ist halt doch einfach richtig nervig sonst. Worauf ihr auch noch beim Eindrehen achten solltet, ist, dass eure Wickler gut genug fest sind, also dass sie nicht aufgehen und dass sie auch nicht zu viel rumwackeln. Also die sollten schon so fest an die Kopfhaut, an den Kopf rangedreht sein, dass sie nicht irgendwie rumwackeln oder so, sondern wirklich einfach gut halten. Das ist immer so der schwierigste Part. Das ist immer so, oh, danach tun einem die Arme so weh am Hinterkopf. Da bitte einfach Zeit lassen, sonst habt ihr wirklich irgendwelche komischen, verknickten Locken, wenn ihr das zu schnell macht. Wenn man halt einfach nicht zieht und einfach nicht richtig mit den Armen so hinkommt. Und das ist immer der verhassteste Teil. Das kommt immer ganz zum Schluss, wenn man eigentlich eh schon keinen Bock mehr hat. Eigentlich eher kontraproduktiv. So, und zum Schluss, wenn ihr alles so schön rangedreht habt, dann könnt ihr, damit es mit dem Schlafen einfach besser geht, euch einmal ein Tuch, ein Schal, irgendwas um den Kopf wickeln und es schön verknoten. Aus dem ganz einfachen Grund, damit ihr nicht mit die Haare irgendwie, wenn ihr euch auf dem Kopfkissen rumdreht, damit das nicht irgendwie aufgeht oder sowas oder ihr Haare rauszieht, damit es einfach schön geschützt ist über Nacht und das Ganze in Ruhe trocknen kann. Das ist so meine persönliche Empfehlung. Und so geht man schlafen. So, mit dem Locken eindrehen bin ich jetzt also fertig. Ich habe das Ganze einmal eingepackt in ein Tuch, damit ich auch jetzt an meinem Schlafen das Ganze nicht kaputt mache. Ja, ich gehe jetzt also so ins Bett und morgen nehme ich die dann raus und dann ja, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Das Ergebnis von dem Ganzen seht ihr in einem Fortsetzungsvideo, das übernächste Woche, innerhalb der nächsten Wochen auf jeden Fall, hier auf diesem Channel zu sehen sein wird. Ich hoffe, euch hat erstmal das geholfen mit dem Eindrehen. Diese Teile hier gibt es übrigens, wo habe ich die denn gekauft? Ich glaube auf Amazon oder so. Ich hoffe, ich finde die noch, weil ich habe die schon vor Jahren gekauft und dann haue ich euch die einmal unten in die Video-Infobox. Ansonsten schreibt mir doch gerne Kommentare, wie ihr das denn so macht, was ihr anders macht und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!